voll schön, dass wir hier zusammensitzen dürfen und dass ich dich ein bisschen ausfragen darf. Genau, und lass uns wirklich gleich ins Eingemachte gehen. Ich habe dir ja die Fragen vorab schon zugeschickt und ich bin super gespannt auf unseren Austausch. Die erste Frage, die Angst, Veganer würden sich mangelernähren, die kursiert ja wirklich noch sehr stark herum und da ist immer so eine Angst, schwingt da auch mit. Wie denkst du darüber? Also ich denke, es hat verschiedene Ursachen, warum da so die Angst mitschwingt. Das einerseits ist vegan recht neu. Er ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts bekannt, dass man sich so ernähren kann. Und es ist in unserer Gesellschaft so sind es die Ernährungsgewohnheiten, dass man sehr viel tierische Produkte konsumiert, da die Hauptteil der Nährstoffe rauszieht. Und wenn dann so viele Lebensmittelgruppen wegfallen und einige machen das auch sicher so unüberlegt, dann einfach nur Gemüse und Früchte essen, sag ich mal, dass dann eine Mangelernährung entstehen kann. Das ist naheliegend oder das passiert auch häufig und gerade in den medizinischen Zentren, die dann solche Kritik auch äußern, kommen die Extremfälle. Ein Vitamin B12-Mangel im Kindesalter ist sehr gravierend und einschneidend und kann man auch, ich sag mal, optisch sehr, sehr dramatisch darstellen. Habe ich selber auch im Kinderspital schon mal gesehen. Und das sind dann so die Extremfälle, die dann an die Öffentlichkeit geraten und wo dann Kritik an der veganen Ernährung äußern, die Dutzenden, Tausenden Veganer, die dann sich gesund ausgewogen ernähren. Sehen Sie sehr selten. Weil sie nicht so in die Arztpraxen gespült werden, sondern ihr gesundes Leben dahin leben. Genau. Ich arbeite ja auch noch auf der Akutgeriatrie und ich habe ab und zu ältere Vegetarier. Und ich finde immer sehr spannend, die Diagnoseliste anzuschauen. Und das ist jetzt meine kleine persönliche Studie. Yeah. Aber die Vegetarier, die sind wirklich recht alt und sehr gesund, finde ich. Ja. Also sie haben eine sehr kleine Diagnoseliste und das zeigt eigentlich auch, finde ich, dass es das Gegengewicht ist. Und es gibt ja auch sehr viele mangelernährte Allesesser, aber da äußert keiner Kritik danach. Also die Leute, die ihr Kind ausschließlich mit Fastfood ernähren, Süßgetränken, auch die sieht man sehr regelmäßig in den Spitälern, aber da äußert keiner Kritik. Aber es ist einfach so das Neue, das Unbekannte. Ja, es ist neu. Es ist einfach noch ein bisschen neu. Genau. Also die Gesellschaft muss sich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Genau. Man kann mit der veganen Ernährung kann man auch vielleicht was viel verkehrt machen, wenn man es nicht richtig macht. Man muss sich mit dem auseinandersetzen. Man hat ein Leben lang gelernt, wie man isst. Man hat gelernt, 3-mal am Tag Milchprodukte, Fleisch jeden Tag oder Fisch. Und wenn man das dann alles wegfällt und man das ersatzlos einfach streicht, dann läuft man in eine Mangelernährung. Genau, und das schauen wir uns heute auch noch an. Da bin ich mega gespannt drauf. Genau, dann kommen wir wirklich konkret zu der Frage, worauf muss der Veganer achten, dass ihm an nichts mangelt? Etwas, wo ich sehr häufig merke, wo bei der Umstellung unterschätzt wird, wie wichtig die Hülsenfrüchte sind. Und also Hülsenfrüchte auch Einschluss der Sojaprodukte, wo beispielsweise auch Kalzium angereichert sind, wo für die Kalziumbedarfsdeckung sehr wertvoll sind. Und auch Nüsse, Samenkerne. Das sind in der geläufigen Ernährungsgewohnheiten, werden diese Lebensmittel sehr wenig konsumiert und die müssen in der veganen Ernährung täglich konsumiert werden. Und das ist die anspruchsvollste Veränderung, würde ich sagen, in der veganen Ernährung. Der Mehrkonsum an Hülsenfrüchte, der tägliche Konsum an Hülsenfrüchte. Oder und Sojaprodukte. Ja, da ist es dann nämlich nicht getan, dass man sein Weißbrot isst und seinen Spaghetti-Teller. Weil da ist es umso wichtiger, bei den Kohlenhydraten wirklich zu schauen, wo sind die Nährstoffe. Ganz genau. Und das eben, du sagst es auch, Vollkorngetreide. Es geht nicht weiße Teigwaren, weißen Reis, Weißbrot. Der Hauptteil der Stärkebeilagen in der Schweiz, wo konsumiert werden, sind Weizenprodukte. Weizen ist auch ein gutes Getreide, in Vollkornvariante, aber sich ausschließlich vom Weizen zu ernähren oder fast ausschließlich, das ist keine ausgewogene Ernährung. Und so ernährt man immer mehr Getreide, Vollkorngetreide, Pseudogetreide, vielleicht auch alte Sorten und das möglichst in Vollkornvariante, wo man die äußeren Randschichten mit drin hat, wo man die Vitamine, Mineralstoffe drin hat. Das ist äußerst wichtig in der veganen Ernährung, um die kritischen Nährstoffe sich zuzuführen.
Gemüse und Früchte sind natürlich auch wichtig und sollten auch da den Hauptteil der Lebensmittel ausmachen. Aber wird meistens sehr viel gemacht. Also von alleine. Man hat ja auch richtig, man entwickelt so eine neue Lust auf Früchte und Gemüse. Das erzählen so viele, dass sie einfach wie einen anderen Bezug dann dazu haben und ganz neue Sorten auch entdecken. Man vorher eben nur die Tomatensauce zu den Spaghetti ist und dann geht es dann plötzlich auch noch die Aubergine und was weiß ich. Genau. Bei veganen Menüs ist dann, also wir schulen ja auch Profis, also Küchenchefs und Küchenchefs auch zur veganen Ernährung. Und ich merke einfach immer wieder, wir machen dann auch einen Teil in der Profischulung über Menüplanung. Dann bekommen sie erst Inspiration, die Infos zur veganen Ernährung, was alles wichtig ist. Und dann geht es in die Menüplanung, in die praktische Umsetzung. Und dann geht's los. Und dann merken wir immer wieder, wie schwierig es ist, für alles Essence umzustellen. Wenn das Fleisch wegfällt im Menü, wie baue ich denn das Menü erstmal auf? Dann überlegen Sie, es gibt Fleischalternativen, Tofu, Quorn ist nicht vegan, Seitan vielleicht noch. Und dann, was mache ich noch für Menüs? Also, weil man versucht, Fleisch zu ersetzen, anstatt diese neue kreative Ansatzpunkte anzugehen und zu sagen, okay, gehen wir mal ganz weg von dem, was wir alle gelernt haben und kreieren neu. Die veganen Menüs, die bauen sich nicht auf den Fleischalternativen aus, sondern die bauen sich auf den Gemüse, auf den Getreide. Genau. Und das ist ein Umdenken, wo erstmal stattfinden muss. Also mit den Gewürzen arbeitet man ganz anders, weil das Fleisch an sich ist ja sehr würzig oder der Käse auch. Und wenn das wegfällt, dann muss man wirklich so ein kreatives Brainstorming erstmal durchleben. So, genau. Was gibt's noch? Ja, genau, das ist auch spannend. Ein fester Bestandteil von unseren Profischulungen, deswegen auch neben dem veganen Ernährung, gerade Gewürzkunde. Ja. Und da sehen wir auch immer wieder, Aromat ist so das Hauptteil in den Küchen. Oder gewisse Gewürzmischung, Kräutersalz. Muss man sagen, das Aromat, gell? Und also vielleicht noch eine Currymischung, aber wenn wir dann mit den indischen Gewürzen kommen, damit umzugehen, das zu zeigen, das zu riechen oder das eben auch den Umgang, wie tut man das verarbeiten im Menü. Genau, in welchen Abläufen in der ayurvedischen Küche ist das ja auch so spannend. Gut. Ich durfte hier an einem Infoveranstaltungsabend sein. Und zwar veranstaltet ihr das als Hiltl Akademie und du hast einen Vortrag geleitet. Der war übrigens mega gut gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich hier sein durfte. Es war sehr abwechslungsreich. Wir durften auch immer wieder Sachen probieren. Es war super lecker natürlich. Und das Spannende war, du hast dann so Fertigprodukte uns allen verteilt. Und wir mussten beurteilen, ob das ein veganes Produkt ist oder nicht. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie wichtig das Kochen ist, weil wir dadurch einfach wirklich die Kontrolle haben, sind die Sachen frisch und was ist da alles drin? Und das hat man irgendwie nie, weil die Ausdrücke, ich meine, da müsste jeder irgendein Ernährungswissenschaftsstudium abschließen, um dann da wirklich zu wissen, was er da kaut. Und deswegen dachte ich mir, okay, Kochen ist super wichtig und dann seid ihr noch einen Schritt weiter gegangen und das begeistert mich persönlich sehr. An alle Deutschen und Österreicher, ihr kennt das nicht, aber wir in der Schweiz, wir haben Kochschulunterricht und wachsen mit dem Tipptopf auf. Und die Hiltl hat den Green Topf gemacht, also die vegetarische Variante davon. Das finde ich einfach so cool, einfach mal Aufklärung zu schaffen. Und gerade bei den Kindern, das Tipptopf habe ich übrigens immer noch zu Hause. Und es ist natürlich sehr fleischlastig. Und ich muss aber auch sagen, sehr viel Weizen. Und einfach einen mega spannenden Ansatz. Und da auch meine Frage, wie setzt sich das durch? Also habt ihr da Interessen von den Schulen oder ist es noch eher schwierig? Also wir haben auch einen Kurs zu dem Greentopf-Buch. Die führen wir seit vorletzten Herbst durch, also Herbst 2018 führen wir diese Kurse durch für die Hauswirtschaftslehrerinnen. Wir quasi das Greentopf-Buch vorstellen, Rezepte daraus kochen, Informationen dazu geben und die sind durchgängig ausgebucht.
Ah, super. Also ich habe jetzt keine mega. Zahlen, wie viele Hauswirtschaftslehrerinnen wir da bereits geschult haben, aber aus allen Kantonen sind da bereits Hauswirtschaftslehrerinnen gekommen, haben sich dafür interessiert und das Queentorf-Buch verkauft sich sehr gut an die Schulen, auch an Privatpersonen und es wird viel eingesetzt und wir haben auch schon Rückmeldungen dazu erhalten, wie es in den Schulen eingesetzt wird und wie viel Freude sie daran haben. Es ist kein Ersatz für das Tip-Top-Buch. Die Fleischküche hat nach wie vor Platz in den Hauswirtschaftsunterrichten. Ist ja auch ein Kulturgut, die Fleischküche, aber es ist wie jetzt noch die vegetarischen Gerichte werden jetzt auch immer mehr eingesetzt, gekocht, ausprobiert, vegane Grundprodukte, vegetarische Grundprodukte, Gewürzkunde. Also es kommt sehr gut an, das Buch, und es wird rege eingesetzt. Schön, das freut mich. Ja, mega spannend in deinem Vortrag war auch der Bezug zur Ökologie. Und zwar hast du ja angedeutet, dass der Veganer so ein kleiner Umweltretter ist mit einem großen Impact. Und da hattest du ein Beispiel erwähnt und das hat irgendwas mit einem Auto, mit einer Kuh zu tun. Kannst du das nochmal erläutern? Genau, also die ganze Fleischproduktion produziert enorm viel Treibhausgase und vor allem die Kuh ist da sehr ich sag mal, klimaintensiv mit dem Treibhausgaseausstoß, weil sie einfach, auf Deutsch gesagt, sehr viel auspupst. Und die FAO hat da einen Bericht rausgebracht im Jahr 2006, ist auch öffentlich zugänglich, Livestock Long Shadow heißt der. Und da zeigen sie auf, was der ganze Bereich Transport ausmacht, wie viel Treibhausgas und der ganze Tierproduktion. Und der ganze Transport hat ungefähr 13% ausgemacht und die ganze Tierproduktion, also Fleischproduktion, Tierwirtschaft, hat 18% ausgemacht. Also da war der Impact von der ganzen Tierwirtschaft, Fleischproduktion, Produktion von tierischen Lebensmitteln mehr ausgemacht als der ganze Verkehr. Und der ganze Verkehr meine ich jetzt auch der ganze Flugverkehr, Fährverkehr, katalysatorenfreie Autos in Mexico City. Also das finde ich enorm, diesen Vergleich darzustellen. Erschreckend, ja. Wenn man denkt, dass es ein Luxusgut ist, was wir uns einfach so gönnen, was man ja auch einfach mega reduzieren könnte, man muss es ja nicht gleich verbannen. Und was das für einen Einfluss hätte auf unsere Umwelt, das bringt einem schon sehr zum Nachdenken. Ja. Also ich finde, es macht auch nicht nur ökologisch Sinn, wenn man auch anschaut, was sind Empfehlungen gesunde Ernährung und wie sind die Konsumzahlen. Es gibt die Ernährungsgesellschaften geben alle ein bisschen unterschiedliche Mengen an, aber man kann sagen, plus minus ein halbes Kilo Fleisch pro Woche ist so empfohlen maximal. Wobei sie natürlich auch sagen, es geht ausschließlich auch vegetarisch, aber wenn man jetzt Fleisch einschließt in die Ernährung, kann man so ein halbes Kilo pro Woche konsumieren. Und der Konsum in der Schweiz ist das Doppelte. Jeder Schweizer konsumiert 52 Kilo im Jahr. Das ist 1 Kilogramm pro Woche. Das ist das Doppelte, was man bräuchte. Hat natürlich dann auch Einfluss auf die Gesundheit, so viel Fleisch zu konsumieren. Insbesondere rotes Fleisch ist nachgewiesen, dass das gesundheitliche Nachteile hat, sowie auch Wurstwaren. So schön die St. Galler Bratwurst auch ist, die muss dann einfach auch nicht jede Woche sein, beziehungsweise Wurstwaren, rotes Fleisch. Es wird einfach alles viel zu viel konsumiert und da wieder eine Zurückbesinnung auf eben das Luxusgutfleisch, das Sonntagsbraten, das Genießen dann und dann auch dadurch durch den reduzierten Konsum wieder mehr auf nachhaltige Tierhaltung oder tierfreundlichere Tierhaltung auch umzugehen. Oder aber auch, dass der Futtermittelbedarf nicht mehr aus dem Ausland mitgedeckt werden muss, sondern dass es die Schweiz das vielleicht sogar selber decken könnte oder mit umliegenden Ländern, wo dann nicht die genmanipuliert. Genau, genmanipulierter Mais, genmanipulierter Soja aus ehemaligen Regenwaldgebiet importiert werden muss. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei der Antwortung meiner nächsten Frage, die ich gestellt hätte, nämlich, was kann der Vegetarier und der Mischköstler vom Veganer lernen? Also das ist sicher eines, wie nachhaltig eine vegane Ernährung oder pflanzenbasierte Ernährung sein kann oder ist auch. Und das Zweite finde ich auch einfach immer wieder, ich ernähre mich selber ovolacto-vegetarisch, aber auch zeitweise auch vegan. Und ich finde es eine große Herausforderung oder eine große Challenge für mich auch, wenn ich Besuch bekomme, vegan zu kochen.
ohne dass ich darüber informiere. Es wird vegan gekocht. Der erste Geburtstag meiner Tochter war auch vegan. Und dann einfach das so zu präsentieren, zu servieren und es schmeckt allen. Und dann einfach zu zeigen, hey, vegan muss nicht ausgelutschter Tofu sein oder nicht nach nichts schmeckendes Getreide, sondern es kann toll schmecken, es ist schön angerichtet, sieht toll aus und man macht vielleicht im Nachhinein auch noch was Gutes für die Umwelt. Ja, schön. Und vielleicht auch für die Gesundheit. Ja. Also einfach die Inspiration eben auch für eine vielseitigere Küche finde ich auch immer sehr wichtig. Also ich finde es auch immer spannend, so wie die Veganer so ihren Tagesablauf abbauen, was sie so alles kochen und was sie für Lebensmittel in ihrem Vorratsschrank haben. Ja, da könnten sicher viele Allesesser viel lernen und viel lernen auch, wie man mit anderen Getreide umgeht oder mit Hülsenfrüchte oder mit Gewürzen. Ja. Danke. Muss ich schnell drauf schauen. Ja, eigentlich haben wir die Punkte schon, warum eine vegetarische Ernährung in unserer Zeit Sinn macht. Gell? Auch warum eine vegane Ernährung in unserer Zeit Sinn macht. Also es ist einerseits der ökologische Gedanke, dann haben wir sicher das Tierwohl und die Gesundheit. Und bei der Gesundheit lande ich jetzt mit meinem speziellen Erfahrungsbericht, wie ich mich selber geheilt habe. Aufgrund einer Virustheorie, die ich im Internet gefunden habe. Manchmal denke ich so, Gott sei Dank gibt es das Internet, das hat so riesen Vorteile und riesen Nachteile. Da drauf, wo ich gestoßen bin, das war definitiv für mich so lebensverändernd. Und zwar ging es darum, wie man von chronischen Entzündungen loskommt, und zwar ohne Medikamente, sondern einfach mit der Kraft der Nahrungsmittel. Und das war ist eine lebensreinigende Diät. Es ist zuckerfrei, glutenfrei, vegan und on the top noch Soja- und Maisfrei. Und ich denke, dass das von der Art kommt, weil die Diät kommt aus Amerika wegen dem Hintergedanken mit dem genmanipulierten Mais und Soja. Gut, ich habe mich dennoch wirklich jetzt ein Jahr, also im Februar 2019, habe ich diese strikte Diät angefangen. Ein Jahr durchgehalten. Ich hatte aber schon nach 3 Monaten enorme Veränderungen gespürt. Also um konkret zu sein, ich hatte einen Reizdarm schon seit 10 Jahren. Wurde schlussendlich noch mit Fibromyalgie, Endometriose, PMS diagnostiziert, hatte regelmäßig Migräne und seit meiner Jugend Hals-Nasen-Ohrenentzündung. Und ich habe das angefangen, wie viele andere, Hardcore-Diät und schwupps, die Entzündungen waren weg. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich auch vital und gesund altern möchte. Das heißt, die Frage ist, wie lange ziehe ich so eine Hardcore-Diät, die mich ins Gleichgewicht gebracht hat, dass ich wirklich in Zukunft sagen kann, das habe ich aus dieser Diät gelernt, aber wie kann ich diesen Alterungsprozess gehen, ohne eben dann in eine Mangelerscheinung zu treten. Und deswegen vielen Dank, darf ich das jetzt mit dir besprechen und anschauen. Ich habe dir ja einen Plan geschickt. Das ist natürlich einfach ein Tagesplan. Das Morgenritual ist wirklich immer gleich. Das ist auch sehr lustig, weil bei einem Reizdarm ist ja das Allerwichtigste mal, dass der Darm einfach durchspült wird und dass es dem einfach mal gut geht. So, und deswegen fange ich an mit einem halben Liter warmem Zitronenwasser. Und eine halbe Stunde später kommt dieser berühmte Hype, wie er genannt wird, dieser halbe Liter frisch gepressten Selleriesaft. Du darfst einfach wirklich zwischendurch Kommentare reinspicken. Und wirklich mein Anliegen ist es, wie sieht ab jetzt, wo ich stabil bin und die Entzündungen weg sind, wie sieht dann die Zukunft davon aus oder wie kann das aussehen, dass ich keinen Mangel erleide? Also du hast jetzt vieles drin, was ich jetzt so an sich jetzt nicht weiter nachteilig finde und auch aus der Komplementärmedizin jetzt gerne wie das warme Zitronenwasser am Morgen. Das hat jetzt keinen ernährungsphysiologischen Einfluss. Vielleicht das Vitamin C aus der warmen Zitrone, wo man immer sagen muss, ja, wie viel Zitrone ist noch im warmen Wasser dann drin, also wie viel Vitamin C. Aber es hat keine nachteilige Wirkung. Und wenn du dich damit wohlfühlst, Wasser zu trinken, ist sowieso wichtig und gut. Das ist jetzt
Das ist jetzt sicher kein Nachteil. Etwas, wo mir dann aufgefallen ist, dass du enorm viele, ich sag mal, Supplemente einnimmst, natürliche Supplemente, wobei ich jetzt nicht finde, dass jetzt alle unbedingt notwendig wären. Zum Beispiel das Magnesium ist etwas, das in der veganen Ernährung... Ich habe aufgeschrieben, dass ich zum halben Liter Blaubeersmoothie, den nehme ich nach dem Selleriesaft, dass ich dann dazu noch, wo steht das? Dass ich 3 Tropfen flüssiges Zink einnehme, dann eine Pipette flüssiges B12 auf der Zunge zergehen lasse, eine Magnesiumtablette und eine Vitamin-C-Tablette zu mir nehme. Genau, und du sagst jetzt, wenn du im Ganzen meine Früchtezufuhr anschaust und mein Gemüse, würdest du sagen? Also das Magnesium, wo hattest du das? Das Magnesium hattest du auf der nächsten Seite. Tablette Magnesium zum Beispiel und das Vitamin C halte ich jetzt nicht unbedingt für notwendig, weil das so 2 Nährstoffe sind, wo in der veganen Ernährung sehr gut zugeführt werden, sogar überdurchschnittlich. Das Vitamin B12 ist sicher sehr wichtig. Man müsste jetzt die Dosierung anschauen, weil es immer auch eine Sache ist, wie wird das aufgenommen. Es gibt entweder so 2 Möglichkeiten, Vitamin B12 zu supplementieren, entweder sehr niedrig dosiert und dann möglichst über den Tag verteilt, wie es physiologisch auch wäre mit der Aufnahme von einer omnivoren Ernährung, oder aber sehr hoch dosiert, damit es dann wie passiv aufgenommen wird. Und dann geht es aber wirklich dann in sehr hohe Dosierung. Also das müsste man dann die Dosierung mal anschauen. Dann hattest du ja noch das flüssige Zink, ist bei einer ausgewogenen veganen Ernährung nicht unbedingt notwendig, aber ist auch ein Mangelnährstoff, wo man durchaus, gerade als es ein starker Antioxidant, Zink, macht bei entzündlichen Erkrankungen wahrscheinlich auch Sinn, finde ich, also hat jetzt keinen Nachteil darin. Was jetzt jedoch mir aufgefallen ist, das Spirulina und Gerstengraspulver hattest du als Vitamin B12-Quelle angegeben. Halte ich für keine guten Vitamin B12-Quellen. Sogar das Spirulina, das hat sich gezeigt, dass das inaktives Vitamin B12 enthält und das kann die Vitamin B12-Werte im Blut, kann das verfälschen. Also ist es super wichtig, da wirklich noch mit flüssigem B12 extra zu supplementieren. Genau. Ich würde vor allem Spirulina entweder auf gewisse Chlorella, Algenpräparate können aktives Vitamin B12 enthalten, aber da ist der Wert sehr unterschiedlich. Jedoch, wenn du jetzt inaktives Vitamin B12 dir zuführst, dann nimmt es wie den Platz im Blut ein für das aktive Vitamin B12. Also ich halte das noch für ein Risiko dann einfach, dass du dann eventuell inaktives Vitamin B12 hast, wo dir dann aber dein Nervensystem nicht viel bringt. Ja, genau. Das heißt, bei Spirulina und Gerstengrassaftpulver ist dann... Also das Gerstengraspulver ist mir nicht bekannt als Vitamin B12-Quelle. Ich weiß, manche Hersteller geben das gerne an. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ja. Also das halte ich jetzt für nicht unbedingt notwendig. Ja, okay. Ich finde, Algen sind gute Dulzflocken hast du ja auch noch. Für das Jod muss man anschauen, wie der Jodgehalt ist. Aber du hast geschrieben, der Tagesgehalt an Jod. Das ist auch immer wichtig, dass man eine Jodzufuhr hat. Entweder jodiertes Salz oder eben jetzt solche Algenpräparate oder Algen, wo man sich zuführt mit definierten Jodgehalt. Das ist immer ganz wichtig. Was wird bei den Dulz sein, wenn du schreibst, dass der Tagesgehalt an Jod enthalten ist? Ja. Ich finde, Algen sind sehr wertvolle Lebensmittel, auch in der veganen Ernährung für die Zufuhr von zum Beispiel Jod. Ist aber immer die Sache, ja, wo kommen die Algen her? Wie ist der Gehalt an Jod? Hat es eventuell inaktives Vitamin B12? Und es hat auch geringe Mengen an Omega-3-Fettsäuren, jetzt nicht bedarfsdeckend, aber es hat Omega-3-Fettsäuren in Algen drin, wo physiologisch wirksam sind für unseren Körper. Also von dem her finde ich das eine gute Ergänzung, aber wäre jetzt nicht täglich in so großen Mengen notwendig, vor allem die Spirulina. Okay. Das heißt eigentlich mit dem Morgenritual Zitronenwasser, Selleriesaft und dem Blaubeersmoothie bin ich mehr als on the top schon mit der Zufuhr. Dann ist aber gut, dass ich das Vitamin B12 da schon mal
hochdosiert einnehme. Was ich einfach noch ergänzen würde, auch für das Zink beispielsweise, auch Protein, verschiedene Nährstoffe, dass du einfach noch ein Vollkorngetreide, wie zum Beispiel Hafer, noch in den Smoothie reinmischt. Ich empfehle eigentlich immer, ja, genau. Ich empfehle die Mahlzeiten, also ich gehe immer von 3 Hauptmahlzeiten aus. Bei den Mahlzeiten empfehle ich immer im Aufbau Gemüse, Früchte, den Hauptanteil. Das hast du ja beim Blaubeer-Smoothie oder auch mit den Selleriesaft und Zitronenwasser noch dazu. Dann aber auch noch Getreide und also Vollkorngetreide und zusätzlich noch Nüsse und Hülsenfrüchte, mömöglichst in Kombination noch mit rein. Das habe ich hier dann noch aufgelistet, dass je nach Zyklus, also bei mir ist es sehr unterschiedlich, in welchem Zyklus ich mich befinde, habe ich mehr Hunger und dann gönne ich mir wirklich noch so ein Porridge. Und ich glaube, da sind dann auch die Omega-3-Fettsäuren drin und die da hast Proteine. Du dann die Nüsse, ja. Genau. Und also da sagst du, da wäre eigentlich wirklich die Wichtigkeit, diese Regelmäßigkeit in den Tag reinzubekommen. Genau. Man kann es ja auch in den Smoothie reinmachen, Mandelmus noch in den Smoothie. Eben du hast wenn du Walnüsse isst, auch Omega-3-Fettsäuren noch, Alpha-Linolensäure, wo noch in die körpereigene Form umgebaut werden muss. Aber da hast du dann auch noch eine Quelle, das ist sehr gut. Aber Nüsse sind ja nicht nur wegen den Fettsäuren sehr wichtig, sondern auch wegen den Proteinen, den Zink, Calcium oder andere Mikronährstoffe, wo da drin noch enthalten sind. Ja. Selen zum Beispiel, auch in Paranüssen. Wenn man da regelmäßig täglich das einbaut, in der Abwechslung, verschiedene Quellen, hat man eigentlich dann nachher die Nährstoffe. Aber man sollte sie täglich einbauen und nicht nur Gemüse und Früchte zum Morgen essen. Dann wird wahrscheinlich nachhaltig ein Mangel entstehen. Genau, das heißt, bei dieser leberreinigenden Diät sagt man, dass man bis mittags schauen sollte, nur Rohkost zu essen, weil da die Leber noch am aktivsten ist und dann nicht beschäftigt ist eben mit Proteinen und Nüssen und Fetten. Aber ich sehe das auch so und ich merke das auch, wenn ich auf meinen Körper höre, dass bei mir jetzt die Zeit reinkommt, wo ich wieder mehr wirklich dieses Ausgewogene essen muss, damit jetzt, wo ich im Gleichgewicht bin, dass ich auch wirklich das Fundament aufbauen kann, vital und gesund und mit allen Nährstoffen versorgt altern kann. Und da ist so ein Porridge sicher eine gesunde, vegane Variante. Ich finde das Porridge oder viele machen sich nachher Müsli am Morgen, finde ich ein super Morgen. Macht genau die beste Zusammensetzung von der Ausgewogenheit. Ja. Du verzichtest jetzt noch auf Sojaprodukte. Das ist etwas, also nicht, dass man nur Sojaprodukte essen muss. Es gibt ja auch andere Hülsenfrüchte. Aber wenn man ausschließlich Hülsenfrüchte in bedarfsdeckenden Menge, 2 bis 3 Portionen, sage ich am Tag über etwa, wenn man so viel isst, dann hat man häufig zu viele Kohlenhydrate und dann schlägt das auf das Gewicht nieder. Und deswegen sage ich, dass man mindestens so ein Sojaprodukt am Tag, einerseits wegen der Ausgewogenheit, aber auch wegen dem hochwertigen Protein. Soja hat eine sehr hochwertige hat ein sehr hochwertiges Protein, eine sehr hochwertige Aminosäurenzusammensetzung und hat auch gewisse Nährstoffe, wie zum Beispiel Zink, wo man auch damit decken kann oder zuführen kann. Du hast jetzt gar kein Sojaprodukt drin. Genau, und das habe ich vorhin angesprochen. Also die Theorie von diesem Anthony William, der halt sagt, wie man entzündungsfrei leben kann, ist eben Soja und Mais ist auch in dieser Sparte, was die Viren füttert. Und ich sehe da aber auch die Problematik dann auf die Jahre hin, dass das Protein, das Wichtige, dem Veganer dann fehlen könnte. Deswegen finde ich es ein wichtiges Thema, dass wir das hier auch ansprechen und sagen eben, was ist ab dem Moment, wo man dieses Fundament geschaffen hat, das chronisch entzündlich Erkrankter und sagt, ich habe keine Entzündung mehr und es geht mir gut, dass man wieder auf die gesunden Alternativen hingeht und man auch sagen muss, dass eben die Produkte hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, nicht genmanipuliert sind. Also es ist auf jeden Fall in Europa, also ich würde sagen, ganze EU auf jeden Fall. Und die Schweiz ist genmanipuliert, deklarationspflichtig. Es gibt in Deutschland genmanipulierte, gentechnisch veränderte Lebensmittel, zum Beispiel im Reis schon mal gesehen. Aber die Sojaprodukte sind in der Regel bio.
Also man kann auch sich darauf achten, dass man Bio-Soja-Lebensmittel nimmt und dann kann man sicher sein, dass das nicht dann gentechnisch verändert ist, weil das darf man bei Bio-Lebensmitteln nicht, auch nicht in der EU. Und selbst wenn es jetzt nicht Bio wäre, kann man auf die Deklaration schauen. Also gentechnisch verändert muss deklariert werden. Aber in der Schweiz sind die Richtlinien noch strenger und auch die Kontrollen natürlich. Ich habe in der Schweiz noch nie ein gentechnisch verändertes Lebensmittel gesehen. Und selbst Futtermittel für Tiere müssen einzeln bewilligt werden, wenn die gentechnisch verändert importiert werden. Also von daher ist man in der Schweiz sicher auf der sichereren Seite als jetzt in EU-Ausland, wo ich bezweifle, ob die Kontrollen immer ob die immer ausreichend sind. Ja. Aber bei Bio-Lebensmitteln ist man schon mal sicherer. Ja. Und in der Schweiz gibt es verschiedene Sojaprodukte, wo sogar von Schweizer Soja sind oder auch Schweizer Tofureien. Es gibt in der Schweiz 4, 5 Tofureien, wo so ein Großteil auch Schweizer Soja verwenden. Und da kann man sicher sein, dass es kein gentechnisch veränderter Soja drin hat, weil es ist nicht erlaubt, in der Schweiz gentechnisch anzubauen, gentechnisch verändert anzubauen. Ja, spannend. Und wo ich mich auch etwas sorge bei dir, ist deine Calciumzufuhr. Ja. Wir haben verschiedene Berechnungen, habe ich in verschiedenen Settings bereits gemacht und man geht ja immer von den 1000 Milligramm Calcium aus, die man braucht, also die der Bedarf sind. Es wird diskutiert, ob ein Veganer vielleicht einen niedrigeren Bedarf hat. Und da Calcium nicht nur für den Knochenaufbau und auch für die Muskelfunktion wichtig ist, sondern auch für die Verpufferung von Säuren. Und da der Veganer weniger sich einer basischeren Ernährung zuführt und weniger schwefelhaltige Aminosäuren oder säurebildende Lebensmittel, braucht er wahrscheinlich auch weniger Calcium. Es gibt eine Studie, wo gezeigt hat, dass die Knochenstabilität erst abnimmt, wenn ein Veganer unter 525 Milligramm Calcium sich zuführt. Das ist fast der halbe Bedarf an Calcium, wo die 1000 Milligramm sind. Es hat aber noch eine Studie ist auch noch nicht ausreichend für evidenzbasierte Aussagen natürlich oder Empfehlungen. Es wird immer von den 1000 Milligramm ausgegangen und um die 1000 Milligramm sich zuzuführen, muss man Calcium angereicherte Pflanzendrink-Sojaprodukte sich zuführen, Joghurt oder Milch, also Drink, oder calciumreiches Mineralwasser. Das heißt, wenn ich Soja mit einnehme in die Ernährung, dann ist mein Calciumgehalt sicher. Also bei Tofu hat es jetzt kein Calcium drin, man muss dann wirklich die Sojamilch, wo Calcium angereichert ist, oder Calcium angereicherter Sojajoghurt. Die sind nicht immer Calcium angereichert, muss man dann raufschauen. Die von Alpro sind zum Beispiel Calcium angereichert, aber es gibt auch verschiedene andere Produkte. Und sonst pflanzliche Alternativen noch, wo ein hoher Calciumgehalt ist? Ist das nicht der Federkohl? Ja, grüne Gemüse. Ja. Bei grünem Gemüse ist jedoch immer, gewisse haben auch Oxalsäure, die binden das Calcium dann wieder. Spinat ist zum Beispiel so eins, hat viel Calcium, aber auch Oxalsäure oder Mangold. Und das bindet es dann wieder. Und dadurch, dass die Veganer auch mehr pflanzliche Lebensmittel konsumieren sie in der Regel auch häufig mehr Oxalsäure. Deswegen bindet es auch ein wenig. Ansonsten aber auch Nüsse, Samen, Kerne haben Calcium drin in unterschiedlichen Gehalten. Gewisse Getreide, Amaranth ist zum Beispiel so eins, wo viel Calcium enthält. Also man kann sich sehr viel Calcium auch schon darüber zuführen. Aber in den Berechnungen hat es nie ausgereicht, um auf die 1000 Milligramm zu kommen. Aber vielleicht brauchen wir nicht die 1000. Schauen wir, was die Studien weiterbringen, aber auf jeden Fall mega wichtig, dass ich da den Fokus drauf lege. Das ist super, vielen Dank. Genau, dann sind wir, hast du diese Anmerkung jetzt auch schon das Mittagessen, Snacks und Abendessen mit drin? Mittagessen ist klassisch für mich Süßkartoffeln im Ofen mit Cashew-Dip, Reis und je nach Saison gedünstete Brokkoli und frischem Gemüse. Da habe ich jetzt aufgeschrieben, Paprika, Karotten, Fenchel und Gurkensticks. Und genau. Genau, du hast jetzt da sehr gut, hast du schon mal Vitamin C drin, mit Peperoni zum Beispiel. Du hast mit den Cashew-Dip hast du Nüsse drin, sehr wertvoll. Süßkartoffel und Reis eventuell, hoffentlich in der Vollkorn-Variante, hast du da
dann auch wichtige Nährstoffe drin. Was ich dort noch empfehlen würde, ist irgendeine Ergänzung in irgendeiner Art und Weise von Hülsenfrüchten. Ja. Sei es in den Dip mit einzuarbeiten, einen Cashew-Linsen-Dip zu machen oder einen Hummus oder statt die Süßkartoffeln im Ofen ein Patty zu machen mit Hülsenfrüchte. Einfach, dass man wie Hülsenfrüchte, Gemüse und Getreide oder andere Stärkekomponente hat. Und ja, die Nüsse habe ich genannt. Das ist von daher, wäre noch da die Anmerkung. Snacks, sehr gut, Nüsse, Früchte. Ich liebe Datteln und Feigengedörte. Die machen mich süchtig. Ja, sehr gut. Kann man sehr gut zwischendurch, wenn man da kein Gewichtsproblem hat, darf man sehr gerne auch Trockenfrüchte zwischendurch konsumieren. Ist dann wie so süße Snacks. Und am Abendessen hast du dann die Hülsenfrüchte mit Mungbohnen und den Reis, eben Hülsenfrüchte und Getreide in Kombination oder eben die Linsensuppe. Auch die Hülsenfrüchte drin mit Gemüse. Jetzt dort ist jetzt die Frage, ob du Nüsse mit drin hast, wenn du die in die Snacks-Variante einziehst, also den Nachmittag oder danach, ist das auch gut. Ist aber jedoch immer das Beste, alles in eine Mahlzeit einzubauen. Aufgrund der biologischen Wertigkeit, also die Aminosäuren ergänzen sich sehr gut von Hülsenfrüchten, Getreide und Ölsaaten noch dabei, dass man wie hochwertige Proteinqualität hat. Es ist immer gut, wenn man alles einbaut. Ja. Und das Gemüse sowieso, eben das Vitamin C, wo die Aufnahme von Eisen oder auch Zink noch verbessert. Hast du auch mit drin. Ja, genau. Also zusammenfassend schon die Hauptmahlzeiten sehr gut. Einfach noch dürfte es wie noch Sojaprodukte und Hülsenfrüchte noch drin haben. Ja. Das wirklich im Fokus auf den Calcium- und Proteingehalt. Calcium, Protein, Zink supplementierst du, aber das würde ich dann auch in dem Zuge nennen. Zink, wo in Hülsenfrüchten drin sind oder in Sojaprodukten. Und ja, ich weiß nicht, wie es mit dem Körpergewicht ist, aber ich habe keine Waage, aber ich fühle mich wohl. Okay. So. Ja. Weil häufig... Also, dass man die Angst hätte, zu sehr abzunehmen, oder was? Häufig habe ich gemerkt, dass bei der Umstellung viele auch sehr viel abnehmen. Und wenn Personen abnehmen bei einer veganen Ernährung, sind sie auch häufig nicht bedarfsdeckend ernährt. Also häufig auch in Protein, aber auch in anderen Nährstoffen. Ja, das ist interessant. Das war bei der Ernährungsumstellung schon so, dass die Verstoffwechslung, dass man richtig gemerkt hat, der Körper greift jetzt nicht mehr zu den gewohnten Abläufen zurück, was ja die letzten Jahre, ich war ein typisches Schweizer Mädchen, viel Käse, viel Fleisch. Und als das weggefallen ist, hatte ich tatsächlich gleich so 2-3 Kilo verloren. Aber nachher hat sich das wieder eingependelt. Also ich trage jetzt die gleichen Kleider und deswegen, das ist meine Waage, meine Kleider. Aber das ist natürlich schon spannend, dass da eine Änderung ist, dass der Körper sich umstellen muss. Aber dann jetzt ist alles wieder ausgewogen. Ich kann dir kein Gewicht nennen, aber... Nein, also du siehst ja auch normalgewichtig aus. Ist nichts anzumerken. Ja. Zum Erhitzen nimmst du jetzt Kokosöl. Wird jetzt nicht in der klassischen Ernährungsempfehlung wird eher ein Öl an reich an einfach ungesättigten Fettsäuren empfohlen. Kokosöl ist jetzt gesättigtes Fettsäuren. Ich weiß aber, dass in der Komplementärmedizin häufig Kokosöl empfohlen wird. Wichtig ist einfach, dass du für die kalte Küche Omega-3-Fettsäurenöle einbaust. Ja. Für die Bedarfsdeckung an Fettsäuren spielt es jetzt keine Rolle, ob du Kokosöl oder einfach ungesättigte Fettsäuren zuführst, weil das sind beides keine essentiellen Fettsäuren oder essentielle Nährstoffträger. Wichtig ist aber, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren zugeführt werden und möglichst für die kalte Küche, weil in der Warmküche werden sie zerstört. Also das heißt, für die kalte Küche, für zum Beispiel Salate, Rohkost oder am Morgen jetzt in den Smoothie mit rein. Das kann Leinöl sein, Baumnussöl, Rapsöl ist jetzt noch ein regionales Produkt. Oder die Nüsse an sich im Oder die Salat. Nüsse an sich ist natürlich auch noch besser. Genau, ja. Ja, super.
Ja, vielen Dank, dass wir das anschauen konnten. Das hilft mir und bestimmt auch vielen anderen, die sich sehr fest damit beschäftigen und eben gerade aufgrund ihrer Erkrankung so eine krasse Diät gemacht haben, um einfach zu schauen, ja, wie sieht das Leben dann danach aus? Wie kann ich das, was ich gelernt habe, beibehalten und wie kann ich aber schauen, dass mir an nichts mangelt, dass ich dann auch einfach vital und gesund altern kann. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Genau. Was sind die kommenden Hiltl-Projekte? Wird es vom Vegetarischen noch mehr in Richtung Vegan oder wie schaut das so ein bisschen aus? Also wir merken, dass die Vegankurse sehr gefragt sind. Veganer Kochkurs ist, glaube ich, bis im Sommer ja mittlerweile ausgebucht. Toll. Vegane Infoabende, wo vor 3-4 Jahren wirklich noch sehr knapp besucht wurden, sind auch fast immer ausgebucht. Jetzt neu starten wir mit einem veganen Sporternährungskurs, auch mit veganen Sportlern, wo wir dazu eingeladen haben. Also wo es darum geht, auch einfach Muskelaufbau. Verschiedene, entweder wir haben da Ausdauersportler, wir haben auch Kraftsportler, um auch da zu informieren darüber, hey, es geht vegan. Natürlich auch mit zusammen, also jetzt auch in Inspiration dadurch Game Changers, wo auf Netflix gekommen ist. Dann habe ich jetzt gerade, das ist jetzt gerade frisch publiziert, einen Bericht vom BLV, also vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, ein Bericht über vegane Kinderernährung. Also es soll keine Empfehlung dafür sein, dass man seine Kinder vegan ernährt, aber es ist wie ein Handlungsleitfaden für die Praxis, für die Mediziner, für die Mutter-Väter-Beraterin, was sie beachten können, wenn Familien kommen, die ihre Kinder vegan ernähren möchten. Also auch da ist kein rotes Tuch mehr, sondern hey, wir haben Lösungen aufgezeigt, wie auch das möglich ist. Und sie stehen nicht mehr auf der Abschussliste. Ganz genau. Sie werden man merkt, man kann damit arbeiten, aber man muss halt wirklich aufklären. Man muss darüber aufklären, was man machen muss, um Kinder ausgewogen vegan zu ernähren oder was man auch überprüfen muss regelmäßig. Bei jeder Bevölkerungsgruppe, wo einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, muss man ein besonderes Augenmerk drauf legen. Aber es ist kein rotes Tuch mehr. Man hat sich diesem Thema geöffnet und ich denke, dass auch da man immer mehr offen wird für solche Themen und man nicht einfach mehr die Veganer dann nach Hause schickt und ein schlechtes Gewissen einredet. Ja, schön. Also das sind so Sachen, wo einerseits im Hiltl immer spannende Projekte werden, aber auch in der auch im Rahmen der Fachgruppe, wo ich auch merke, dass vegan da auch immer mehr gefragter ist und auch viel offener begegnet wird. Ja, schön. Hey, vielen Dank, Caroline, für deine Zeit, dass wir das zusammen anschauen konnten. Gerne. Danke für das Beantworten all meiner Fragen. Gerne. Ich kann jetzt mit dem Wissen mein Leben gestalten und das ist ja das, was das Wichtigste ist, dass wir die Gestalter unseres Lebens sind und dass der Körper, der uns geschenkt wurde, dass wir dem wirklich geben können, was er braucht und das auch noch im Anbetracht dessen, dass wir etwas für unsere Umwelt tun und für das Tierwohl und besser geht's ja nicht, oder? Ganz genau.